Hallo Leute, heute spendieren wir der BR650 etwas bessere Luftzufuhr und auch ein paar bessere Zündfunken. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. So, dann fangen wir doch mit dem Unboxing des Luftfilters mal an. Aber keine Angst, das Unboxing der Zündkerzen erspare ich euch. Den Luftfilter habe ich direkt bei DNA oder DNA bestellt. Und ihr müsst darauf achten, wenn ihr die Originalkappe nicht mehr, Luftfilter, Verschlusskappe nicht mehr benutzen wollt, dann müsst ihr da auch den entsprechenden Deckel mitbestellen. Den gibt es einfach in diesem Paket zusammen. Die Kosten sind etwa 120 Euro für das Gesamtpaket und die Lieferung war auch sehr schnell und hat, glaube ich, weniger als eine Woche gedauert. Im Paket enthalten sind der Hochleistungsluftfilter, der die gleiche Form hat wie der Original Papierluftfilter, und diese Verschlusskappe, mit der man dann den Luftfilter, den DNA-Luftfilter im Gehäuse fixiert. Im Gegensatz zum Original-Papierfilter hat der DNA-Filter ein mehrschichtiges Baumwoll-Design. Das heißt, der Filter verwendet mehrere Lagen ölgetränkter Baumwollgase statt Papier. Und im Gegensatz zu Einwegpapierfiltern kann er gereinigt und wieder eingesetzt werden. Der Vorteil ist eigentlich ein höherer Durchfluss, deutlich bessere Luftdurchlässigkeit bei gleichzeitig effektiverer Filterung. Und was ein großer Vorteil ist, er passt in das originale Luftfiltergehäuse ohne Modifikation. So, und das Luftfiltergehäuse sitzt hinter dem linken Seitendeckel bei der BR650 und ist einfach mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Kleiner Tipp: stellt das Motorrad dort ab, wo man runterfallende Schrauben leicht wiederfindet, oder stellt euch geschickter an als ich. Hier seht ihr, dass der Originaldeckel einen kleinen Einlass hat, und allein das ist schon eine kleine Restriktion für den Motor. Und hier der Original Papierluftfilter. Noch sehr sauber, nach nur 760 Kilometern auf dem Motor gefahren. So, ein Bau-DNA-Filter ist genau die umgekehrte Reihenfolge. Wird natürlich eingebaut mit der Öffnung nach vorne, zur Seite hin, und passt perfekt rein. Und dann wird einfach noch die Luftfilterhalterung draufgeschraubt, und ihr seht, die besteht nur aus einem Ring sozusagen, in dreieckiger Form, und beschränkt die Einatmungsfähigkeit des Motors überhaupt nicht. Ich würde sagen, der Einbau gelingt sogar Schraubern mit relativ wenig Schrauberpraxis. Ist sehr einfach und dauert im Endeffekt, sage ich mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten maximal. Noch ein wichtiger Tipp nach der Installation: das Motorrad einfach mal im Starten und im Leerlauf etwa 5 bis 10 Minuten laufen lassen, weil der Motor oder alle Motorradmotoren mit Einspritzung seit etwa 2015 oder 2016 eine selbstlernende ECU haben. Das heißt also, die ECU, die Einspritzung, die lernt jetzt die neuen Parameter, die Luft, die ihr zur Verfügung gestellt wird, und passt entsprechend ihr Mapping dann an. Und deshalb ist es einfach sinnvoll, den Motor einfach ohne Last in Leerlauf eine Zeit lang laufen zu lassen, damit sich die ECU neu kalibrieren kann. Am Anfang hatte der Motor noch eine Leerlaufdrehzahl um die 1500-1600 Umdrehungen,
und dann nach 5 bis 10 Minuten hat er sich dann bei eher 1200 Umdrehungen eingependelt. Ja, und neben dem DNA-Luftfilter habe ich der Bär noch ein paar NGK Iridium-Zündkerzen spendiert, aber wie man die einbaut, wisst ihr ja selber. So, danach ging es dann auf eine kleine Probefahrt zum Testen. Was sind eigentlich die Vorteile, die man vom DNA-Luftfilter erwarten kann? Es gibt eine bessere Luftzufuhr, das kann zu einer leichten Leistungssteigerung führen. Manche geben an 2 bis 5 PS. Es soll ein verbessertes Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich spürbar sein. Eine bessere Gasannahme, also direkte Reaktion auf Gasbefehle. Und was natürlich auch nicht zu vergessen ist, dass es langfristig kostengünstiger sein kann, weil man den Filter einfach nach einigen 10.000, 20.000 Kilometern einfach wieder auswaschen und neu ölen kann. Ja, das heißt, man braucht keine Ersatzpapierfilter mehr. Man hat natürlich auch weniger Abfall durch die wiederverwendbare Bauweise. Und off-topic noch für die Fotofreunde unter euch ein paar Bilder, die ich mit dem Helios 44 Objektiv gemacht habe. Das ist das gleiche Objektiv oder ein vergleichbares Objektiv, das auch bei dem Dune-Film eingesetzt wurde. Und das erkennt ihr auch an dem speziellen Bokeh. Nur so mal zum Spaß. So, und was ist mein Eindruck nach dem Einbau des Luftfilters? Ich glaube schon, dass es ein spontaneres Ansprechen beim Gasgeben gibt, besonders aus niedrigen Drehzahlen. Es scheint auch einen etwas kräftigeren Durchzug im mittleren Drehzahlbereich zu geben, also so zwischen 3.000 und 5.000 Umdrehungen. Und natürlich einen etwas anderen, besseren Klang, weil auch das Ansauggeräusch jetzt ein bisschen anders ist. Bei höheren Drehzahlen kann ich ja nichts sagen, also ich drehe sowieso noch nicht über 6.000 Umdrehungen, weil ich noch in der Einfahrphase bin. Aber es ist zu erwarten, dass der BR650 Motor relativ positiv auf die verbesserte Luftzufuhr anspricht, da der Motor von Haus aus relativ konservativ abgestimmt ist. So, ich bin ganz happy mit den ersten kleinen Verbesserungen an meiner BR650. Die Kosten halten sich in Grenzen und vom Gefühl her ist zumindest mal ein kleiner Fortschritt auch da. Und auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, dass ich dem Motorrad was Gutes getan habe. Mit dem Einbau des Luftfilters und der entsprechend besseren Kerzen. Ich hoffe, für den einen oder anderen gab es hier ein paar wertvolle Informationen oder ein paar Anregungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da für weiteren Content auf diesem Kanal. Gerade ein Daumen nach oben hilft eigentlich sehr viel. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!